Wusstest du, dass Wladimir Putin fließend Deutsch spricht? Fast akzentfrei? Kaum zu glauben, oder? Aber das ist nur einer von vielen verrückten Fakten, die du gleich erfahren wirst. In diesem Video bekommst du Putins unglaubliche Lebensgeschichte. Spannend erzählt, einfach erklärt und perfekt, um dabei Deutsch zu lernen. Du tauchst ein in die Welt von Macht, Geheimdiensten und Politik und ganz nebenbei verbesserst du deine Sprachkenntnisse. Putins Leben ist kein normales Politikerleben. Es ist eine Reise voller Geheimnisse, Mutproben und Wendepunkte. Wer seine Geschichte versteht, versteht auch viele Entwicklungen in der Weltpolitik besser. Denn Putin hat die Geschichte unserer Zeit stark beeinflusst. Doch das hier ist mehr als nur Politik. Es ist das persönliche Drama eines kleinen Jungen mit großen Zielen. Er wuchs in Armut auf, in einer Gemeinschaftswohnung mit vielen Familien. Und trotzdem kämpfte er sich nach ganz oben. Diese Geschichte zeigt, wie stark Disziplin und Ehrgeiz das Leben verändern können. Und wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben. Schalte jetzt die Untertitel ein, damit du alles besser verstehst. Die englische Übersetzung findest du unten eingeblendet. Übrigens, mein Name ist Markus. Ich bin Deutschlehrer. Mit dieser spannenden Geschichte bringe ich dir Deutsch bei, Satz für Satz. Du kannst die Augen schließen und dich einfach von meiner Stimme führen lassen. Mach es dir bequem und genieße dieses Hörbuch wie einen spannenden Film. Oder du liest aktiv mit und holst dir Stift und Papier. Schreib dir wichtige Wörter oder alle Verben heraus. So lernst du perfekt und effektiv. Wie auch immer du es machst, das Wichtigste ist, hab Spaß dabei. Denn wer mit Freude lernt, lernt am schnellsten. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Geschichte von Wladimir Putin und viel Erfolg beim Deutschlernen. Die Kindheit. Wo alles begann. Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad geboren, einer Stadt, die den Zweiten Weltkrieg kaum überlebt hatte. Heute kennen wir sie als St. Petersburg. Er war das dritte Kind der Familie. Aber seine beiden älteren Brüder starben früh. Als er zur Welt kam, war er der einzige Sohn, der noch lebte. Putins Eltern waren einfache, stille Menschen. Der Vater hatte im Krieg gekämpft, die Mutter arbeitete hart, um Essen auf den Tisch zu bringen. Sie lebten in einer Kommunalka, einer alten Gemeinschaftswohnung. Mehrere Familien teilten sich ein Badezimmer und eine Küche. Wenn man zur Toilette wollte, musste man manchmal lange warten. In der Küche kochten Menschen durcheinander, jeder zur eigenen Zeit. Es roch nach verschiedenen Gerichten, nach Gas und nach Armut. Aber niemand beschwerte sich, denn fast alle lebten so. Leningrad war vom Krieg gezeichnet. Viele Häuser waren zerstört. Die Menschen hatten oft nichts außer Hoffnung. In dieser Welt wuchs Putin auf. Kein eigenes Zimmer, kein Spielzeug, kaum Ruhe, nur Lärm und Disziplin. Seine Eltern liebten ihn, aber sie waren streng. Sie sagten ihm früh: Du musst stark sein, niemand wird dir etwas schenken. Putin war klein und dünn, schmächtiger als andere Kinder. Manche Jungs in der Nachbarschaft machten sich über ihn lustig. Doch er war nicht der Typ, der weglief. Er hatte etwas in sich, einen starken Willen. Mit 12 Jahren begann er Judo und Sambo zu trainieren. Nicht, weil es cool war, sondern weil er stark werden wollte. Er trainierte jeden Tag, wurde besser, schneller, mutiger. Er kämpfte nicht nur gegen Gegner, sondern gegen die Schwäche in sich selbst. Schon bald holte er sich den schwarzen Gürtel mit Ausdauer, Disziplin und stiller Wut. Noch heute ist Judo für ihn wie eine Lebensschule.
Was ihn antrieb, war nicht Ruhm oder Geld. Es war der Wunsch, niemals mehr hilflos zu sein. In einem Land voller Unsicherheit, Armut und Chaos wollte er die Kontrolle. Über sich, über sein Leben und irgendwann vielleicht über mehr. Er war noch ein Kind. Aber in seinem Inneren begann bereits die Geschichte eines Mannes, der später Russland führen sollte. Ein ungewöhnlicher Traum. Während andere Kinder davon träumten, Arzt oder Lehrer zu werden, hatte Putin einen ganz anderen Traum. Er wollte Spion werden, wie die Helden in den sowjetischen Filmen, die heimlich die Welt retteten. Schon als Junge war er fasziniert vom KGB, dem sowjetischen Geheimdienst. Diese Organisation galt als mächtig, geheimnisvoll und für viele Kinder wie eine unsichtbare Armee. Putin las alles, was er über Spione finden konnte. Er stellte sich vor, wie er im Schatten arbeitet, Informationen sammelt und dabei sein Land beschützt. Er erzählte niemandem von seinem Traum. Er wusste, wer Spion werden will, muss still, klug und vollkommen zuverlässig sein. Doch der Weg zum KGB war hart. Nur die Besten wurden aufgenommen, mit gutem Benehmen, starken Noten und einem eisernen Willen. In der Schule war Putin zuerst nicht besonders gut. Er hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und war oft unruhig. Aber irgendwann änderte sich etwas in ihm. Er wurde ruhiger, zielstrebiger und begann wirklich zu lernen. Er wusste, dass der KGB keine Träumer suchte, sondern kluge, disziplinierte Menschen. Also strengte er sich an. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Er begann sogar, Deutsch zu lernen. Niemand verstand damals, warum. Aber später sollte sich genau das als großer Vorteil erweisen. Deutsch war die Sprache, die er Jahre später in Ostdeutschland brauchen würde, als echter Geheimagent. Putin machte sich bereit. Nicht laut, nicht sichtbar, aber entschlossen. In seinem Kopf lebte die Vorstellung von einem anderen Leben. Ein Leben im Dienst des Staates, voller Risiko, aber auch voller Bedeutung. Er wollte Teil von etwas Größerem sein. Nicht irgendein Mann, sondern jemand, der die Fäden im Hintergrund zieht. So begann sein Weg, nicht als Held, nicht als Anführer, sondern als Junge mit einem starken Traum. Und dieser Traum war der erste Schritt auf seinem langen Weg zur Macht, der Weg in den Geheimdienst. Nach dem Schulabschluss wurde Putin an der Staatlichen Universität Leningrad aufgenommen. Er entschied sich für das Fach Jura. Ein kluger Schachzug, denn der KGB bevorzugte Juristen. Putin war kein Student, der viel redete oder auffiel, aber er war konzentriert, pünktlich und zeigte eine klare Zielstrebigkeit. Seine Professoren beschrieben ihn als still, aber analytisch stark. Er arbeitete genau, stellte gute Fragen und ließ sich selten ablenken. Putin wusste: Wer in den KGB will, muss nicht laut sein. Er muss beobachten, verstehen und zur richtigen Zeit handeln. Während andere Studenten feiern gingen, blieb Putin oft allein. Er las, trainierte und bereitete sich auf seine Zukunft vor. 1975 wurde sein Traum schließlich wahr. Er wurde in den KGB aufgenommen, für ihn ein Moment voller Stolz und Bedeutung. Für einen Jungen aus einer Kommunalwohnung war das ein gewaltiger Schritt. Er trug nun die Uniform einer der mächtigsten Organisationen der Welt. Putin wurde offiziell Geheimagent, mit echter Verantwortung. Sein Beruf war geheim, seine Aufgaben komplex, sein Leben streng geregelt. Seine erste große Mission führte ihn nach Ostdeutschland, in die Stadt Dresden.
Es war mitten im Kalten Krieg, einer Zeit voller Misstrauen und Spannung. Dort perfektionierte er seine Deutschkenntnisse. Er lebte unauffällig, aber sammelte wichtige Informationen im Auftrag des Staates. Er lernte, wie man Menschen liest, Situationen analysiert und in Stress ruhig bleibt. Diese Fähigkeiten waren für ihn später in der Politik entscheidend. In Dresden war er oft allein mit seinen Gedanken. Aber er beobachtete alles: Menschen, Systeme, Schwächen. Er verstand: Macht bedeutet nicht laut zu sein. Macht bedeutet zu wissen, wann man handelt und wann man wartet. Diese Jahre im Ausland prägten ihn tief. Nicht nur als Agent, sondern als Mann mit einem immer klareren Ziel. Putin hatte nun das, wovon er als Junge geträumt hatte. Aber innerlich hatte er längst den nächsten Schritt im Blick. Zurück in Russland. Der Aufstieg beginnt. 1989 fiel die Berliner Mauer, ein Symbol für das Ende einer Ära. Kurz darauf begann die Sowjetunion zu zerfallen und eine neue, unsichere Zeit brach an. Putin sah sofort, dass sich die Welt dramatisch veränderte. 1990 kehrte er zurück nach Leningrad, das heutige St. Petersburg. Er wusste: Der Kalte Krieg war vorbei und die alte Ordnung löste sich auf. Auch für ihn persönlich bedeutete das einen Neuanfang. 1991 verließ er den KGB. Leise, ohne Skandal. Es war Zeit für ein neues Kapitel, vielleicht sogar einen ganz neuen Weg. Er begann bescheiden, ohne Macht, ohne große Pläne. An seiner alten Universität bekam er eine Stelle als Assistent. Er kümmerte sich um Organisatorisches, half bei Vorträgen, schrieb Berichte. Doch tief in sich wusste er, das war nur eine Zwischenstation. Bald öffnete sich eine Tür, die alles veränderte. Anatoli Sobtschak, Bürgermeister von St. Petersburg, suchte einen verlässlichen Mitarbeiter. Putin bekam den Job, eine große Chance. Sobtschak war ein angesehener Politiker und früherer Professor Putins. Putin war kein typischer Politiker. Er sprach wenig, zeigte selten Emotionen, aber er lieferte Ergebnisse. Er arbeitete im Hintergrund, schnell, effizient, ohne Show. Er löste Probleme, bevor sie überhaupt öffentlich wurden. Seine Loyalität fiel auf. Selbst in schwierigen Situationen blieb er an Sobtschaks Seite. Als Sobtschak 1996 die Wahl verlor, verlor auch Putin seinen Posten. Viele dachten, seine politische Karriere sei beendet. Aber Putin war nicht der Typ, der einfach verschwand. Er sah den Rückschlag nicht als Ende, sondern als neue Gelegenheit. Statt aufzugeben, zog er nach Moskau. Dort sollte sein Aufstieg erst richtig beginnen. Putin heute: Macht, Kritik und Krieg. Heute ist Wladimir Putin wieder Präsident von Russland. Und das seit vielen Jahren. Er hat sein Land stark verändert und steht wie kaum ein anderer Politiker im Fokus der Welt. Er regiert mit harter Hand, trifft schnelle Entscheidungen und duldet keinen offenen Widerspruch. Viele Menschen in Russland sehen in ihm einen starken Führer, der Ordnung schafft. Doch es gibt auch viel Kritik, vor allem aus dem Ausland. Putin wird oft vorgeworfen, die Pressefreiheit einzuschränken und politische Gegner zu unterdrücken. Seine Macht im Land ist groß. Gerichte, Medien und Polizei stehen meist auf seiner Seite. Kritische Stimmen haben es schwer. Privat gibt sich Putin verschlossen. Er zeigt selten seine Familie, spricht kaum über sein Leben abseits der Politik. Bekannt ist nur, dass er Hunde liebt, klassische Musik mag und gern Sport treibt.
Sein Privatleben bleibt ein Geheimnis, genau wie viele Entscheidungen in seiner Politik. Putin sieht sich selbst als Verteidiger russischer Werte und Interessen. Er glaubt, dass Russland seinen eigenen Weg gehen muss, unabhängig vom Westen. Er will nicht, dass andere Länder Russland sagen, was es tun soll. Deshalb hat er sich von Europa und den USA entfernt und nähert sich Ländern wie China und Iran an. Putin sieht Russland als Großmacht, die wieder Respekt verdient. Er investiert viel in Militär, Technik und internationale Allianzen. Doch seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich vieles verändert. Russland führt einen blutigen Krieg, der tausende Menschen das Leben gekostet hat. Putin sagt, er wolle Russland schützen und die Ukraine befreien. Doch viele Länder der Welt sehen darin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Die Folgen sind schwer: Sanktionen, Isolation und eine tiefe Wirtschaftskrise. Trotzdem bleibt Putin bei seiner Linie. Und viele Russen unterstützen ihn weiterhin. Er inszeniert sich nach wie vor als Symbol der Stärke und Kontrolle. Fotos zeigen ihn beim Reiten, Tauchen oder Judo. Ein Mann, der keine Schwäche zeigt. Doch die Welt hat sich verändert. Putin steht mehr denn je unter Druck. Von außen, aber auch im Inneren des Landes. Trotz allem ist er einer der einflussreichsten und umstrittensten Politiker unserer Zeit. Ob Held oder Diktator, das hängt davon ab, wen man fragt. Seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wie sie endet, wird nicht nur für Russland, sondern für die ganze Welt entscheidend sein. Wenn du bis hierhin zugehört hast, Respekt. Du bist dran geblieben, hast gelernt, mitgedacht und vielleicht sogar ein paar neue Wörter mitgenommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele schlafen bei langen Geschichten ein. Du nicht. Du hast durchgehalten. Jetzt bist du dran. Stell dir vor, du bist Präsident oder Präsidentin. Was würdest du tun? Schreib einen kurzen Text in die Kommentare. Was wären deine ersten Entscheidungen? Was würdest du ändern oder verbessern? Schreib einfach drauf los, auch wenn es nicht perfekt ist. Ich werde jeden Kommentar lesen und dir persönlich beim Verbessern helfen. Nutze diese Chance, um dein Deutsch zu üben. Denn Schreiben ist genauso wichtig wie Hören und Lesen. Und wer weiß, vielleicht steckt ja ein kleiner Politiker oder eine starke Präsidentin in dir. Also los, schreib deinen Plan für die Zukunft. Danke, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, bleib motiviert und hab Spaß beim Deutschlernen. Hier findest du weitere spannende Videos auf unserem Kanal. Links ist ein Video über Vincent van Gogh und rechts findest du ein unserer Videos zum Schlafen.